Heute in der Vorstellung die nagelneue Panasonic Lumix S5 Mark II. Viel Spaß mit dem Video. In diesem Video alle Vor- und Nachteile zur Panasonic Lumix S5 Mark II, die mir aufgefallen sind. Dazu muss ich aber sagen, es ist ein Vorserienmodell, es könnte theoretisch durch Updates noch verbessert werden. Es ist also kein richtiger Test, das muss ich schon konstatieren. Es ist eher eine Vorstellung, denn bei allen Nachteilen, die ich heute aufzähle, könnte der Hersteller immer wieder sagen, ja, das können wir ja theoretisch noch mit einem Update beheben. Dementsprechend sind wir da so ein bisschen unsicher, wo wir da landen oder ob das schon die finale Kamera ist. Aber jetzt stelle ich euch die Kamera erstmal vor. Was hat sie denn für harte Fakten? 24 Megapixel. Leider weiß ich nicht, welcher Sensor, denn Panasonic hält damit immer so ein bisschen hinter dem Berg. Ich weiß nicht, ob er rückwärtig belichtet ist und ich weiß nicht, ob er gesteckt ist, aber beides vermute ich, ist er nicht. So viel schon mal als Spoiler vorneweg, ja. Wir haben unsere 9 Bilder mechanischer Verschluss in der Sekunde, aber wir haben 30 Bilder in der Sekunde, wenn wir in den elektronischen Verschluss gehen, und zwar in RAW. 200 Bilder hält sie das durch. Ich habe das gemessen, das funktioniert gut. Wir haben 6K 30p im QuickTime, also MOV-Container, ja, und wir haben 4K 60p, und zwar beides kontinuierlich, ohne Limit und ohne Überhitzung. Das verspricht Panasonic. Und wie stellen sie das sicher? Ja, da sind sie ja schon immer stark gewesen. Da sind sie ja auch Innovationsführer. Panasonic war ja 2008 der erste Hersteller übrigens, der eine spiegellose Kamera auf den Markt gebracht hat. Und Panasonic war der erste Hersteller, der, da kann ich mich noch sehr gut erinnern an der Photokina, die es damals noch gab, eine Vollformatkamera vorgestellt hat mit 4K 60p. Da haben wir im Sony-Lager schon lange drauf gewartet, da hat Panasonic das schon etabliert. Und wie schaffen sie das? Ihr seht das Gehäuse hat sich etwas verändert. Der Sucher ist etwas höher geworden. Ob er damit einen Design Award gewinnt, weiß ich nicht, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Und wir sehen hier ein Lüftergitter. Und das bedeutet, wir haben hier ein aktiv gekühltes Gehäuse. Total interessant. Wir haben hier auch verschiedene Modi, wie wir den Lüfter einstellen können. Also nur, er kann anspringen, wenn es warm wird. Er kann aber auch kontinuierlich auf Normal laufen. Er kann kontinuierlich auf High laufen. Dazu kommen wir gleich. Machen wir weiter mit den Specs. Wir haben erstmalig einen Phasendetektions-Autofokus an Bord. Die Panasonic hat da so ein bisschen immer hinterhergehinkt mit ihrem Kontrast-AF, aber sie können natürlich auch Phasen-AF und das haben sie jetzt hier etabliert und integriert. Wir haben einen High-Resolution-Modus, das heißt, wir können Bilder bis zu 96 Megapixel anfertigen, ja, super für Landschaftsfotografen. Wir haben natürlich Augenerkennung für Menschen und wir haben eine Tiererkennung. Achtung! Keine Tieraugenerkennung, eine Tiererkennung. Und wir haben eine Menschenaugen- und Menschenerkennung, selbstverständlich, mit an Bord. Wir können, und das ist für die ganz Kreativen, eigene LUTs am PC erstellen und diese in die Kamera reinladen, damit wir direkt unser LUT auf dem Foto anwenden können und das direkt im Display schon mal sehen. Da ist ja Panasonic immer sehr, sehr stark für die Kreativen. Du kannst dein Bild wahnsinnig extrem verbiegen. In allen Richtungen kannst du hier einstellen, wie soll das fertige JPEG später aus der Kamera fallen, wie soll der Look sein, wenn du in JPEG fotografierst, selbstverständlich. In RAW ist das ja sowieso unerheblich. Da können wir es ja dann sowieso verlustfrei noch verbiegen, wie wir wollen. Natürlich aus den tiefen Lichtern nicht verlustfrei, aber zum Beispiel in der Farbgebung. Und das ist schon sehr, sehr cool, also sehr kreativ hier. Wir haben Focus Bracketing an Bord. Makrofotografen werden jetzt wieder jubeln. Wir haben Stop Motion oder Zeitraffer-Modus an Bord. Die Kamera ist selbstverständlich gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Gehen wir kurz aufs Äußere ein. Der Body ist, wie auch schon bei der S5, total funktional und schön aufgebaut. Wir haben hier alle Rädchen, die wir brauchen. Vorne eins, hinten eins für Zeit und Blende. Und, was ich immer lobend hervorhebe, ist ein drittes Rädchen hier hinten. Zum Beispiel für die ISO. Das können wir natürlich belegen, wie wir wollen. Ich habe da immer sehr gerne die ISO drauf, denn dann habe ich alle Belichtungsparameter auf einem Rädchen. Und kleiner Seitenhieb an Canon, man kann hier sogar
Tasten drauf belegen, ja, so wie das bei Sony auch geht und so wie wir das natürlich haben wollen, ja. Nicht nur ein Drehrädchen, ein Scrollrädchen, wir wollen da natürlich auch drücken können. Außerdem haben wir einen wunderschönen Joystick an Bord, der nicht nur hoch, runter, links, rechts kann, sondern auch so diagonal, ja, also fürs Autofokus-Feld verschieben, sehr cool. Wie wir das bei Panasonic gewohnt sind, hier einen Hardware-Schalter zum Umschalten zwischen den Single AF bis manueller Fokus und kontinuierlich natürlich. Tastendruck für Fokusfelder. Wir haben ein Schwenkdisplay mit einem ganz tollen Touchscreen, auch wie wir das bei Panasonic natürlich gewohnt sind. Und wir haben, was ich sehr cool finde, hier in dem Bereich einen Bildfolge-Modusschalter, auch schon wie bei der S5, aber jetzt auch mit dem High-Resolution-Modus drauf. Und was ich hier halt total krass finde, ist, dass wir 2 Serienbildgeschwindigkeiten programmieren können, zum Beispiel mechanischer Verschluss, Serienbildgeschwindigkeit 7 bis 9. Ja, bei kontinuierlichen Autofokus, da ist sie keine Rakete, also nur 7 Bilder pro Sekunde. Wenn ich das, glaube ich, im Einzelbild mache, bin ich bei 9 Bilder pro Sekunde. Das programmiere ich mir auf die 1 und dann, wenn ich hier auf die 1 gehe, bin ich im mechanischen Serienbildmodus. Ich kann aber auch 30 Bilder pro Sekunde elektronisch in RAW, wie angesprochen, auf die 2 programmieren und dann weiß ich sofort, aha, wenn ich auf die 2 drehe, habe ich 30 Bilder pro Sekunde. Super cool. Dann haben wir hier Bildfolgemodus, natürlich High Resolution, dann ganz hinten der Selbstauslöser und der Zeitraffer oder Stop Motion. All das kann ich hier oben direkt im Bildfolge einstellen. Das finde ich sehr cool. Was auch lobend erwähnt werden muss, ist das Einschalten mit einer Hand auf der rechten Seite, nicht umgreifen müssen auf die linke. Auch sehr schön. Was ich wiederum nicht so schön finde, ist die Wiedergabetaste auf der linken Seite. Das nervt mich persönlich immer wahnsinnig, weil ich halt gerne hier einfach direkt mit dem Daumen einfach in die Wiedergabe gehe und nicht hier irgendwo umgreifen muss oder meine zweite Hand dazu brauche. Meckern auf hohem Niveau natürlich, aber im täglichen Ablauf ist das so ein bisschen, naja, also finde ich immer nicht so schön. Wir haben einen sehr schönen Sucher an Bord, der gut auflöst und schön hell ist und ein schönes, angenehmes Sichtfeld hat. Was ich auch immer sehr schön finde bei Panasonic ist hier der Hardware-Knopf für den Live-View, also dass ich praktisch die Optionen von Display-Sucher, also Monitor und Sucher, hier direkt mit einem Knopf umschalten kann, ohne lang ins Menü rein zu müssen. Das finde ich sehr, sehr schön. Also wenn wir nur auf Sucher wollen, können wir das halt hier durch Drücken sofort erreichen, ohne ins Menü zu müssen. Der Sucher, ihr seht das, der steht auch ein bisschen weit nach hinten raus. Wie gesagt, designtechnisch vielleicht nur Mittelklasse, ja, aber funktional ist das super, denn dann ist mein Auge so ein bisschen weiter hinten und ich quetsche nicht immer meine Nase so arg an das Kameragehäuse oder ans Displayblatt. Und das finde ich halt schon absolut cool und funktional, wenn ich hier so hinschaue. Und ich habe einfach mehr Distanz mit meiner riesen Nase zum Kameragehäuse. Ja. Also das sind so schöne Specs. Wir haben außen natürlich unseren Full-Size HDMI, den jetzt jeder mittlerweile hat, USB 3.2 und einen Mikroeingang und einen Kopfhörerausgang für die Filmer natürlich hier wieder sehr stark. Wir haben auf der rechten Seite neben dem Remote Anschluss hier für Fernauslöser haben wir natürlich 2 SD-Kartenschächte, wunderbar. Ja, also nicht irgendwie einen CF Express und einen SD-Karte, wie das manche machen, ja. Sondern wir haben hier eben 2 und jetzt auch beide UHS 2 fähig. Hier vorne haben wir auch noch einen belegbaren Knopf, auch der ist sehr gut erreichbar. Ich meine, gut, ich habe lange Finger, wenn jetzt jemand kürzere hat, kann es sein, dass er hier vielleicht nicht so gut reinkommt, aber das finde ich halt schon schön gemacht und ist dementsprechend sehr stark individuell belegbar.
Ich habe sehr viele schöne Bilder damit aufgenommen und ich war viel unterwegs damit in den letzten 2 Wochen. Was mir aufgefallen ist, dass wir bei höheren ISO-Werten, ab ISO 6400, da haben wir einen relativ krassen Detailverlust meiner Meinung nach. Den kenne ich so besser. Ist jetzt kein Riesenproblem, aber man sollte es halt einfach wissen und deswegen vermute ich auch, es ist kein rückwärtig belichteter Sensor. Das ist halt jetzt meine Vermutung, ich weiß es einfach nicht, aber wir merken hier halt schon bei ISO 6400 matscht das Bild schon etwas, die Details gehen doch drastisch verloren. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass wir gerade in den dunklen Bildtönen, also in den Tiefen, haben wir immer so weiße Punkte dann drin, die relativ schnell und aggressiv vorkommen und vor allem dann hervorpoppen, wenn wir dann noch ein bisschen Klarheit dazugeben ins Bild, dann sind die sehr deutlich zu sehen. Also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ansonsten war ich mit der Bildqualität sehr zufrieden. Wir haben hier eine tolle Kamera. Ihr seht das ja an den eingeblendeten Bildern. Was bei Panasonic auch immer besonders stark zu erwähnen ist oder hervorzuheben ist der absolut krasse Stabilisator. Da können ja die anderen Hersteller auch immer nicht so mithalten. Panasonic hat einen Stabi, da kannst du fast, manche sagen, bis zu 4 Sekunden aus der Hand haben sie schon geschafft. Ich selber habe das noch nicht geschafft. Aber 1 Sekunde ist da wirklich möglich. Ja? Wir können hier ohne Stativ, wenn wir das ganz ruhig halten oder so ein bisschen ablegen, die Hand noch auf dem Geländer oder so, können wir Fotos mit 1 Sekunde machen. Ihr seht das hier eingeblendet. Das geht einfach so aus der Hand. Ja. Also der Stabi sucht seinesgleichen. Das merken wir halt auch, wenn wir im Tele sind und den so halb andrücken, wie krass das Bild ruhig wird. Also der ist auf jeden Fall an Bord und das ist hervorzuheben, wie gut er arbeitet. Was ich auch toll finde, ist flexibles Laden. Wir können hier direkt mit dem USB an die Kamera gehen und zwar ist das egal, ob die Stromquelle stark oder schwach ist. Manche Hersteller, kleiner Seitenhiebern kennen, haben ja hier nur Power Delivery fähige USB-Charging-Möglichkeiten. Das ist schön bei der, ich habe es ausprobiert, beide Ladeoptionen sind möglich. Ich kann auch ein schwaches USB haben und die Kamera wird trotzdem geladen. Dann natürlich langsamer. Was auch eine Riesenstärke dieser Kamera ist, sind die umfangreichen Videofunktionen. Da ist ja Panasonic sowieso immer stark, wenn wir an die legendäre GH5, GH4, GH3 denken, GH6 natürlich auch, die extrem coole Videospecs haben und die natürlich schon den Profi-Filmer ansprechen. Allerdings nur mit einem MFT-Sensor. Hier haben wir einen Vollformatsensor und können jetzt 6K 30p 10-Bit aufnehmen. Leider nur in QuickTime, das heißt, ihr braucht dementsprechend auch eine sehr starke PC-Peripherie, die das erstmal verarbeiten kann. Aber wir können auch auf MP4 umstellen. Allerdings sind wir dann meines Wissens dann im Crop-Modus. Das heißt, wenn wir 4K 60p in MP4 filmen, geht er in APS-C-Crop rein. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir auf MOV umstellen und somit ganz klare Ansage, diese Kamera hat 6K, natürlich ohne Crop, das ist ja vom Sensor schon klar. Und 4K, auch ohne Crop, wenn wir halt im MOV-Container filmen. Ansonsten hat sie extrem umfangreiche Einstellungen über Farbgrading, allein schon 2 Audio-Einstellungsseiten im Menü. Also der Filmer findet hier eigentlich alle Funktionen, natürlich auch Cinema 4K in allen erdenklichen Frameraten, ja, und auch mit 48p zum Beispiel und so. Also das ist schon wirklich krass und spricht natürlich hier gerade die Filme an. Was hier vor allem natürlich auch die Filme anspricht, ist Nonstop. Und da müssen natürlich die ein bisschen aufmerken, die wirklich 6K oder 4K mit höherer Bitrate, mit höheren Bilder pro Sekunde dauerhaft filmen. Zum Beispiel, weil sie Artisten filmen und sie wollen die ganze Artistenshow filmen, wollen aber später vielleicht auch mal eine Zeitlupe in 4K haben. Für die ist es natürlich cool, dass diese Kamera einen aktiven Lüfter hat. Der verspricht, dass wir kontinuierlich, ohne Pause, in allen Auflösungsraten durchfilmen können, ja, bis der Akku streikt. Oder man hat halt noch einen größeren Akku dranhängen. Aber wie gesagt, das ist natürlich cool. Nachteil hierbei, der Lüfter, wenn ihr den auf Fast laufen habt, ja, dann
ist er schon zu hören. Ich stelle euch mal ein, man kann ihn in verschiedenen Modi einstellen. Auto 2 ist zum Beispiel erst nie an, außer das Gehäuse wird warm, dann geht er halt an. Und dann aber auch in verschiedenen Oktaven, also wird dann immer schneller. Und das kann halt passieren, dass wenn es sehr warm ist, also vielleicht filmt ihr bei 30 Grad und habt dann einen sehr hohen Bildwiederholungsrate oder sehr hohe Auflösung eingestellt, dann wird die Kamera natürlich extrem warm. Und da steigen alle anderen aus, ja? Vor allem bei 6K. So, jetzt könnt ihr hier einen aktiven Lüfter, der geht dann an. Und das kann halt passieren, wenn ihr den Ton recht nah am Gehäuse abgreift, dass der einfach zu hören ist. Ich gehe mal auf Fast, damit ihr den hört. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt vernommen habt, aber das ist halt die höchste Stufe, wo er bläst. Total crazy, dass hier so ein kleiner Lüfter drin ist. Ja, also wie gesagt, Auto 2 ist so der Modus, denke ich mal, wo man am häufigsten verwendet, dass er halt einfach immer aus ist und nur angeht, wenn dann das Gehäuse warm wird. Man kann aber auch vorbeugend den auf normal die ganze Zeit laufen lassen. Das ist vielleicht auch für Filmer generell interessant, die halt einfach sagen, ich will ein schönes, gekühltes Gehäuse haben in den Tropen. Ich bin irgendwo in den Tropen unterwegs und dann soll die Kamera auf einem guten, gekühlten Level sein. Also das ist hier auf jeden Fall für die Filmer schon High-End-Ausstattung, was hier an Bord ist. Was ich auch positiv hervorheben möchte, bevor wir zu ein paar Nachteilen kommen, die ich gefunden habe, ist diese umfangreiche Bedienbarkeit von dieser Kamera. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht einstellen können. Das ist wirklich krass, ja. Wir können sogar eine Fokusbegrenzung einstellen. Wir können einen Nachtmodus einstellen. Aber auch jedes andere Detail, egal ob Monitor, Sucher oder Knöpfe, wir können alles im Detail einstellen. Wir können das Histogramm einstellen. Wir können das in der Größe sogar verstellen, das Histogramm. Wir können das per Touch im Monitor an eine andere Position rüberschieben. Das ist halt wirklich positiv zu erwähnen, dass die Lumix hier alles, also da kannst du alles einstellen, ja. Und das ist halt wirklich krass, also auch Nachtmodus, ja, für Sternenfotografen, dass die Adaption der Augen nicht verloren geht, weil das Display zu stark leuchtet. Kann man auf Rot umschalten, das kann ich getrennt machen für den Sucher oder den Monitor oder beides. Also all das ist immer so ins Detail auch vorhanden. Hat aber natürlich so die Kehrseite der Medaille, dass man sich da schon ein bisschen einfuchsen muss und dass es halt schon sehr viele Menüpunkte gibt. Ja? Also wer was Einfaches sucht, der muss entweder sich dort ein bisschen einarbeiten oder dann doch eine einfachere Kamera nehmen. Aber das hier ist schon echt krass. Da können wir halt alles einstellen. Ich persönlich finde das cool, weil ich mag es, wenn ich meine Kamera sehr stark personalisieren kann. Aber es kann natürlich sein, dass es den einen oder anderen schon so ein bisschen überfordert. Wir können die Kamera von einer 1/8000 auf 60 Sekunden einstellen, also für Langzeitbelichtungen. Das war auch bei mir total praktisch. Ich habe dann teilweise hier eine 40-sekündige Belichtung laufen lassen am Wasserfall. Kommen wir zum Autofokus. Die Kamera hat jetzt Phasenautofokus, doch wie zufrieden war ich mit dem Autofokus? Ich muss ganz ehrlich sagen, Tieraugenerkennung hat die Kamera nicht. Jedenfalls habe ich nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Ja? Also ich habe halt hier den Modus Mensch, dann Mensch-Auge, das habe ich übrigens auch mal probiert, ob das bei Tieren geht, das ging nicht. Und dann gibt es aber auch, also das wird ja dann immer mit so einem Fadenkreuz bei Panasonic, also dieses Menschenauge, angezeigt, ja. Also man sieht, er hat das Auge erkannt, dann sieht man da so ein Fadenkreuz drauf und bei Tieren kommt halt da einfach nichts. So, und bei Tieren muss ich wirklich sagen, ist der Autofokus nicht so toll. Wie gesagt, Prototyp Stand heute, vielleicht wird das nochmal verbessert, weiß ich nicht. Ja. Stand jetzt hat er mir nicht so gut gefallen bei Tieren, weil er halt das ganze Tier einkastelt. Ja. Er geht auch nicht auf den Kopf oder auf die Augen, schon gar nicht. Ja. Und das kann natürlich dazu führen, dass wenn ich einen Affen nur als Kästchen komplett eingekastelt habe, dass der halt einfach nicht scharf ist, weil vielleicht der Arm vorne fokussiert wurde und der Körper nicht. Wenn ich offenblendig fotografiere, ist das natürlich tödlich. Ja? Und da hat die Kamera mir vom Fokus nicht so gefallen. Außerdem fand ich, dass sie keine Rennmaschine ist. Also trotz des Phasenautofokus ist sie schon so ein bisschen behäbig gewesen. Hat sich auch gern mal verpumpt, wenn vielleicht nicht so viel Licht da war. Also da ist Luft nach oben definitiv und da hat sie mir jetzt nicht so gut gefallen. Also der Autofokus war nicht so schnell, nicht so treffsicher und vermisst halt gerade, wenn ihr viel Natur und Tiere fotografiert, hier diesen Tieraugenerkennungsfokus, der jetzt bei allen anderen Modellen langsam Einzug erhält. Und auch zum Beispiel bei Insekten hat man das halt gemerkt, ja, es wird zwar das Tier sehr schnell erkannt, das ist auch nochmal lobend zu erwähnen. Und oftmals
geht der Fokus sogar Richtung Auge. Hier bei der Taube sehen wir das sehr gut. Ich habe zwar auch Fotos, da war der Rücken der Taube scharf, aber wenn ihr ein paar mehr macht, springt er auch durchaus mal auf den Kopf. Es wird halt nicht explizit eingekastelt, kann aber funktionieren. Hier bei der Sandratte zum Beispiel sieht man es halt sehr schön. Es ist halt ein Unterschied, ob vorne die Nase scharf gemacht wird oder ob es die Augen sind. Und da habe ich halt so gemerkt, je nachdem wie viele Fotos ich mache, habe ich 50-50. 50% war auf den Augen scharf, 50% auf der Nase vorne oder auf dem Rücken. Und das ist halt nicht unbedingt das, was wir Tierfotografen wollen. Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ansonsten hat er mir gut gefallen, wenn wir draußen bei gutem Licht fotografieren. Wie gesagt, der schnellste ist er nicht, aber draußen hat er mir schon besser gefallen. Ist auch noch Luft nach oben gewesen, aber es ist auf jeden Fall absolut brauchbar und ein schönes Werkzeug und funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also das braucht man nicht schlecht reden, aber es ist meiner Meinung nach noch ein Tacken Luft nach oben. Rolling Shutter, auch so ein Thema, gerade wenn wir 30 Bilder pro Sekunde im Serienbildmodus im elektronischen Auslöser fotografieren. Da haben wir ja oft bei manchen Kameras, ich sage jetzt keinen Hersteller, haben wir durchaus starken Rolling Shutter Effekt. Ja? Das ist, weil der Sensor zeilenmäßig ausgelesen wird und hier ist halt sehr wichtig, wie schnell kann er ausgelesen werden. Und da muss ich sagen, ist noch Luft nach oben, aber sie gehört definitiv nicht zu den schlechtesten. Ich war relativ zufrieden. Ich habe da mal sehr schnell hin und her geschwenkt hier an dem Fenster und da sehen wir, die Linien werden nur etwas krumm. Das habe ich deutlich schlechter schon mal gesehen und das ist wirklich okay. Nicht, also Luft nach oben so ein bisschen, geht besser, aber da kommen wir schon in die Regionen, wo man wirklich dann einen Stacked-Sensor braucht. Das hat die Kamera mit Sicherheit nicht. Und da muss ich sagen, wirklich Hut ab, der Rolling Shutter war wirklich nicht schlecht. Bei 4K 60p, das muss man halt auch wissen, geht auch nur, also wenn ihr in MP4 filmt, was ja wirklich der Container ist, mit dem wir ganz gut schneiden können, da geht nur 420. 10-Bit glaube ich schon, aber 420, kein 422. Das muss man halt auch wissen. Da müsst ihr dann schon in den MOV-Container wechseln, wenn ihr dann 422 10-Bit wollt bei 4K 60. Das sind halt auch so Details, die ein bisschen unter den Tisch fallen. Da muss man schon genau hinschauen dann. Was die Kamera auch kann, sind 180 Bilder pro Sekunde für Full HD. Allerdings muss man da auch ein bisschen genau hinschauen, denn das kann sie nur beim manuellen Fokus. Ist bei Zeitlupe nicht so tragisch, wenn ich weiß, wo das Objekt der Begierde davon springt, weiß ich ja, wo der Fokus in etwas sein muss. Aber das muss man halt einfach wissen. Geht nicht mit Autofokus. Und ich glaube auch ohne Ton. Also ich habe, glaube ich, es nicht geschafft, einen Ton dazu aufzunehmen. Die anderen Nachteile in meinen Augen habe ich erwähnt. Also mir gefällt das Lowlight-Verhalten nicht so gut und der Autofokus ist halt, ja, ne? Also ist jetzt halt ein Phasenautofokus, aber ich selber habe jetzt nicht gemerkt, dass er deswegen so viel besser wird. Wie gesagt, Stand heute. Das kann jetzt wirklich subjektiv und einfach falsch sein, was ich sage. Vielleicht ist die Kamera, kriegt die nochmal das nächste Update und peng ist dieser Fehler behoben und plötzlich geht alles, Tieraugenerkennung und das Ding ist schnell wie auch sonst was. Aber wenn du dir jetzt die Kamera gekauft hast und schaust dieses Video, dann wirst du es halt prüfen können in einem halben Jahr, hat sich das wirklich verbessert oder nicht. Ja. Ich kann das halt jetzt nur eben, deswegen ist es halt kein Test, es ist halt jetzt eine Vorstellung. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Bei wem sehe ich die Kamera? Ich sehe die Kamera bei Makrofotografen, die das Bracketing lieben. Ich sehe sie bei Landschaftsfotografen, die auch den High-Resolution-Modus genießen wollen und hier eben einen schönen Sensor wollen mit einer schönen Auflösung und einer angenehmen Farbgebung. Ich sehe die Kamera bei Kreativen, die ihre LUTs selber drauflegen wollen und ich sehe sie bei Leuten, die gerne mal mit Stop-Motion experimentieren. Ja? Ich sehe sie auch bei Menschen, die die S5 haben und sich jetzt ein Upgrade kaufen wollen. Und ich sehe die Kamera bei Leuten, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ins Vollformat einsteigen wollen. Wobei, die könnten auch die S5 kaufen, die gibt es nämlich noch weiterhin zu einem besseren Preis. Ich sehe die Kamera auch bei People-Fotografie, Architektur und alles andere, was man so fotografiert. Alles super mit dieser Kamera. Vor allem sehe ich die Kamera auch bei Filmern, die hier einfach diese 6K 30p nutzen und nonstop filmen wollen mit einem gut gekühlten Gehäuse. Ja, und dann natürlich die ganzen Profi-Einstellungen auch noch einstellen wollen, die diese Kamera eben bietet.
Ich sehe die Kamera weniger bei Menschen, die schnelle Dinge fotografieren wollen, die nur ausschließlich Tiere fotografieren. Jetzt, Stand heute, ohne Tieraugenerkennung, würde ich die S5 Mark II nicht empfehlen. Ja? Wobei, das muss man auch immer vorsichtig differenzieren. Ich habe auch viele schöne Fotos gemacht, wo wir einfach ein sehr scharfes Auge haben. Aber da muss man auch nochmal differenzieren, war das Tier stillgesessen, was ja zu 80% der Tiere der Fall ist, muss ich mal dazu sagen. Also für diese Fälle könnt ihr schöne Fotos damit machen. Aber wenn ihr in diese 20% reingeht, wo wir einfach Windhunde fotografieren, die gerade ein Rennen haben, wo wir einen Adler fotografieren, der mit Highspeed auf uns zufliegt, etc., diese Fälle, da würde ich diese Kamera jetzt nicht unbedingt empfehlen. Der Autofokus war so ein bisschen träge. Insgesamt war die Kamera so ein bisschen träge. Auch beim Einschalten hat sie sich 1-2 Sekunden Zeit gelassen, bis sie dann wach war. Ja, das kann theoretisch alles noch verbessert werden. Aber da sehe ich Stand heute mit diesem Update, das ich habe, die Kamera halt nicht so. Ich sehe sie nicht so im Rennsport. Ich sehe sie nicht so in Ballsportarten, in Innenräumen, Volleyballturniere etc. in Innenräumen. Da sehe ich die Kamera nicht. Für alles andere ist das eine sehr schöne Kamera, die wirklich gut gelungen ist, die ein tolles Upgrade ist und die vieles kann, was zum Beispiel der Konkurrent Sony A7 IV nicht kann. Ja, zum Beispiel kann die Sony A7 IV kein 6K 30p filmen. Ja, das ist nur eins von vielen Punkten, was die Panasonic kann. Ich kann die Sony A7 IV nicht auf das rote Display umschalten, wenn ich nachts fotografiere, etc. Die Kamera hat definitiv also ihre Stärken und hebt sich auch hier von der Konkurrenz ab, wenn sie auch nicht alles perfekt macht, wie gesagt, Stand heute. Mir hat es gefallen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und ihr in dieses Video geklickt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, für euren Like, für euren Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.